Wir haben Anfang April und du weißt, dass am 15. April der Tax Day in den USA ist. Dort wird die Steuererklärung für deine LLC, deine US-Corporation oder auch für dich als natürliche Person fällig. Was du hier jetzt kurz zu dieser Deadline beachten musst, wenn du noch nicht alles auf den Weg gebracht hast, das will ich dir in diesem Video einmal erklären. Jedes Jahr am 15. April oder am Werktag, der auf den 15. April folgt, wenn dieser auf einem Feiertag liegt oder an einem Wochenende, wird in den USA die Steuererklärung fällig, und zwar für jeden. Für natürliche Personen, für LLCs, für Corporations, für Limited Partnerships und für alle anderen Rechtsformen auch, die es dort gibt. Also du kannst dir vorstellen, es ist immer ein gewaltiger Stress hier in den ersten 3,5 Monaten des Jahres, diese ganzen Steuererklärungen fertig zu bekommen. Wenn auch du eine amerikanische LLC hast oder eine amerikanische C-Corporation oder eine andere Rechtsform, dann hast auch du dich sicherlich schon damit beschäftigt und hoffentlich auch schon die Steuererklärung fertiggestellt. Du hast vielleicht aus einem unserer Videos hier schon erfahren, dass du auch für sogenannte Exempt LLCs, also für LLCs, die einen Gesellschafter haben und in den USA steuerfrei sind, eine Art Steuererklärung bei der IRS einreichen musst, nämlich ein Formular 5472 zusammen mit einem Corporation Tax Return. Ja, das hast du richtig verstanden, wo du zwar keine detaillierte Buchhaltung einreichen musst, aber Dinge wie zum Beispiel den Gesamtumsatz angeben musst. Das ist nur dann nicht nötig, wenn deine LLC im vergangenen Jahr nicht aktiv war. Also wenn du keine Aktivität entfaltet hast, ist diese Erklärung nicht fällig. In allen anderen Fällen muss man sie einreichen. LLCs mit mehreren Gesellschaftern, Limited Partnerships oder auch Corporations müssen immer eine Steuererklärung einreichen, selbst wenn es keine Aktivität gab, auch wenn es sich lediglich um eine Nullerklärung handelt. So, wenn du jetzt in der Bredouille steckst, dass du das zum ersten Mal hörst, oder wenn dir jetzt siedend heiß einfällt, dass du hier noch keinen Steuerberater in den USA gefunden hast, der sich um diese Erklärung kümmert, dann ist noch nicht aller Tage Abend, denn du hast ebenfalls bis zum 15.04. Zeit, um eine Fristverlängerung bei der amerikanischen Steuerbehörde IRS einzureichen. Das gibt dir dann bis zum 15.10. dieses Jahres Zeit, um die Erklärung nachzureichen. Du musst aber garantiert diese Fristverlängerung bis zum 15.04. bei der IRS beantragen. Du kannst das dort hinschicken oder auch hinfaxen. Wenn der Poststempel ein späteres Datum als den 15.04. anzeigt, dann gilt es als verspätet, was im Zweifelsfall dann bei der LLC zum Beispiel bedeutet $25.000 Strafe. Also daher mein Rat an dich: garantiert nicht das Formular zu spät einreichen. Berate dich auf jeden Fall mit einem kompetenten Steuerberater oder Steueranwalt in den USA, was dann am besten zu tun ist. Aber wie gesagt, jetzt hast du ja noch ein paar Tage Zeit. Also wenn jetzt noch niemand an der Steuererklärung für dein US-Unternehmen arbeitet, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, eine Fristverlängerung bei der IRS zu beantragen. Such einfach in Google nach Filing Extension IRS und du wirst alle nötigen Infos finden. Oder natürlich können auch wir dir dabei helfen. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Sehr wichtig ist allerdings Folgendes zu beachten. Zwar hast du mit der Fristverlängerung die Möglichkeit, hier die Steuererklärung bis zum 15.10. einzureichen, aber die Zahlung muss dennoch bis zum 15.04. erfolgen. Jetzt siehst du dich natürlich mit einer Zwickmühle konfrontiert, denn wie kannst du Steuern bezahlen, wenn du gar nicht weißt, wie viele Steuern fällig sind? Tja, das ist tatsächlich ein Problem. Das heißt, du hast jetzt genau zwei Optionen. Entweder du leistest eine Abschlagszahlung, und zwar eine, die so hoch ist, dass du mit Sicherheit davon ausgehen kannst, dass du genügend Steuern bezahlst, oder aber du nimmst eben Verzugszinsen in Kauf. Tendenziell würde ich bei fast allen Mandanten zur zweiteren Option raten und jetzt lieber nichts bezahlen. Aber wenn du natürlich Zehntausende oder Hunderttausende oder Millionen an Steuern schuldest, dann sollte man natürlich schon besser jetzt eine Abschlagszahlung leisten, denn dann können die Zinsen und die Strafen natürlich extrem hoch sein, die du dann bezahlen musst, wenn du bis zum 15.10. einreichst. Aber wenn man jetzt so ein paar Tausend schuldet, dann machen es die meisten Mandanten so, dass sie lieber dann Verzugszinsen in Kauf nehmen,
damit Sie jetzt nicht zu viel an die Steuerbehörde überweisen. Man hat ja dann noch immer Sorge, wie schnell man das wieder zurückbekommt und hat vielleicht ein Cashflow-Problem. Also hier ist oftmals der bessere Weg, dann einfach zu warten, hier die Verzugszinsen in Kauf zu nehmen und einfach dann im nächsten Jahr hier natürlich pünktlich einzureichen. Wir können dich hierbei unterstützen. Wir können für dich auch die Fristverlängerung einreichen, wenn du bei uns die Steuererklärung bis zum 10. April buchst. Danach werden wir es nicht mehr schaffen, weil wir, wie gesagt, die ganzen Fristverlängerungen bei der IRS einreichen müssen. Aber wenn du bis zum 10.04. bei uns den Service buchst für die Steuererklärung, dann werden wir mit Garantie nicht die Steuererklärung bis zum 15.04. für dich erledigen können. Das geht nicht. Ja? Aber wir können dir versprechen, dass wir die Fristverlängerung beantragen und dann danach an deiner Steuererklärung arbeiten und diese dann üblicherweise bis zum 15.10. fertigstellen können. Ich packe die Links zu den Services hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Da kannst du direkt online bestellen. Für ruhende Gesellschaften und für die Exempt LLCs haben wir Fixpreise. Bei Gesellschaften, die Aktivitäten haben, die wirklich zu einer Steuerpflicht in den USA führen, insbesondere Corporations oder Partnerships, machen wir es so, dass wir eine Abschlagszahlung berechnen. Das ist gleichzeitig das Minimalhonorar. Das heißt, das kannst du jetzt ebenfalls buchen. Damit sind wir dann mandatiert. Damit reichen wir die Fristverlängerung ein. Dann werden wir uns deine Steuererklärung anschauen. Stellt sich dabei heraus, dass es viel mehr Aufwand ist als dieser Kostenvorschuss, den du bezahlst, werden wir dir ein detailliertes Angebot und eine Kostenschätzung natürlich schicken. Das kann man dann eben aber alles im Nachhinein besprechen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass man auf jeden Fall hier die Frist bis zum 15.04. nicht versäumt, um dann wenigstens die Fristverlängerung zu beantragen. Also, wenn wir dir helfen sollen, ist der Stichtag der 10.04. Alle weiteren Infos hier in der Beschreibung zu diesem Video. Wir würden uns freuen, dich hier bei deiner Steuererklärung unterstützen zu können. Wir machen das seit 2008 für sehr viele deutschsprachige Mandanten, die Unternehmen in den USA haben. Unser Office in den USA ist in Austin, Texas. Ich selbst bin 2008 in die USA gezogen und seitdem betreuen wir eben auch deutschsprachige Mandanten mit steuerlichen Anforderungen in den USA, sei es eben deutsche, Schweizer, österreichische Unternehmen mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften in den USA oder jene, die eben in die USA auswandern und dort ein Unternehmen aufbauen. Es würde uns freuen, hier in diesem Kontext für dich tätig zu werden. Wenn du zunächst mal Beratung brauchst, ist das natürlich auch möglich. Den Link dazu packe ich auch hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.